Ab hier gibt es keine Ausreden mehr. Nur Konsequenzen. Runter vom Sofa. Rein in die Wildnis. Die nächsten 5 Tage zeigen, wer das Zeug zum Überleben hat. Back to Survival beginnt jetzt. Oh mein Gott, ey, wo bin ich hier gelandet? Ich fasse es nicht. Ja, ich bin runter vom Sofa. Ich möchte am liebsten wieder rauf aufs Sofa. Aber jetzt bin ich hier in einem absolut wilden Camp, in einem wilden Spot. Wir erkunden jetzt erstmal. Wetter ist so bescheiden, windig und es regnet immer mal wieder. Das bedeutet für uns jetzt oberste Priorität Schutz, also Shelter errichten. Als allererstes legen wir jetzt erstmal die Plane aus, damit die Rucksäcke trocken liegen, weil es vorhin geregnet hat. Und die Klamotten, die da drin sind etc. nicht nass werden. Und dann heißt es jetzt als allererstes Scouten gehen. Messer ist schon am Gürtel, die Handschuhe schnappen wir uns noch, vielleicht sogar schon eine Säge mitnehmen. Ja. Und dann schauen wir uns hier erstmal um, erkunden ein bisschen hier unsere Location und nehmen euch natürlich mit. Ah, Gott. Okay, wir wurden jetzt gerade abgesetzt und haben uns eigentlich so einen Plan gemacht, dass wir uns erstmal 5 Minuten hinsetzen und dem ganzen Ort hier mal Hallo sagen und mal ankommen und nicht gleich anfangen zu planen etc. Weil es regnet gerade nicht, jetzt können wir das machen. Hätte das geregnet, hätten wir es jetzt nicht gemacht. Aber so kommen wir jetzt hier erstmal an und wir quatschen jetzt auch gar nicht so viel. Lassen es alles mal wirken. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Es geht los. Wir wurden jetzt gerade ausgesetzt. Wir haben jetzt folgenden Plan. Und zwar, uns wurde vorgeschrieben, wir haben nur diese Feuerstelle. Das heißt, die wird auch bleiben. Wir dürfen jetzt nicht hier irgendwo im Wald Feuer machen. Ist jetzt eher nicht so cool. Hilft aber nichts, sind die Regeln. Deswegen haben wir jetzt unsere Rucksäcke hier unter unserer Plane erstmal versteckt, damit wir jetzt hier nicht beim Erkunden ewig Kraft verbrauchen und schneller unterwegs sind. Ja, jetzt schauen wir erstmal, wie es wird. Oder? Schauen wir, was wird. Heute Vieh schaut. Auf geht's. hier haben wir einen Flusslauf, aber der ist komplett trocken. Scheiße. Aber wir müssen wegen Wasser gucken. Da müssen wir gucken. Weiter unten war was. Aber vielleicht können wir schon mal. Hier ist auch ein bisschen was. Das ist aber schon. Vielleicht kommt es dann hier raus. Also das steht, aber das da, das fließt. Ja, vielleicht fließt hier irgendwie was zwischen den Dings durch, zwischen den Steinen. Sollen wir einfach mal losgehen? Ja. So, wir ziehen los. Wir klären mal ein bisschen hier die Gegend auf. Suchen natürlich auch Wasser. In der Hoffnung, dass wir das schnell finden, damit wir unser Lager auch zeitnah aufbauen können. Der Sascha, der holt noch eben die Machete, falls wir irgendwas Spannendes finden. Und sobald wir was Spannendes finden, sagen wir Bescheid. Kennt ihr das noch? Bei der Macht von Grayskull. Kevin und ich haben uns für Camp Nummer 2, Camp Holz, entschieden. Wir wissen noch nicht genau, warum es Camp Holz heißt, aber wir werden das noch herausfinden. Also, wir müssen mal schauen. Es ist hier jetzt so eine größere Lichtung. Und wir haben jetzt hier ein recht großes Areal, was wir absuchen können an Baumaterialien oder sonstige Sachen. Und ja, muss man mal schauen. Wir halten euch auf den Laufenden und bis es wieder was Spannendes gibt, sind wir jetzt erstmal weg. Während der Danny sich jetzt um die letzten
Bäume kümmert, die wir hier runterziehen, habe ich jetzt schon mal angefangen, ein bisschen Zundermaterialien zu sammeln, die ich dann in meiner Jackentasche trocknen möchte. Und zwar habe ich hier super gutes Gras gefunden und ich achte darauf, dass ich natürlich hier nur diese vertrockneten nehme. Da soll nichts Grünes bei sein. Teilweise sind die nämlich schon die neuen Grastriebe, die grünen, die wollen wir nicht mit in unseren Zunder haben. Und zwar sammle ich diese hier, die dickeren, und ich reiße die nicht ab, sondern ich kämme hier einmal so leicht durch. Dann habe ich nämlich wirklich so die vertrockneten und nichts Grünes dabei. Also einfach nur durchkämmen und dann stopfe ich das Ganze in meine ausgiebige Jackentasche. Die hat wirklich eine gute Größe. Hier ist schon alles voller Zeug. Stopfe ich das hier rein und der Plan ist, das dann am Körper zu trocknen. Für vielleicht ein mögliches Feuer heute noch, aber das hat jetzt keine Priorität. Bei dem Wetter zählt Shelter. Wir haben auf jeden Fall schon mal jede Menge Harz hier gefunden. Ja, und halt direkt am Lager. Ja, also hier ist unser Lager und da haben wir direkt, hier haben wir Harz. Hinten dran ist noch ein bisschen Harz. Hier nebendran haben wir Harz. Ja, da hat es auch ein bisschen. Einwandfrei. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg und gucken mal, wo Wasser ist. Und da werden wir uns, glaube ich, je nachdem wie das Wasser aussieht, beide schon mal einen Schluck einfach so gönnen, dass sich der Magen so ein bisschen daran gewöhnt. Und der Rest wird dann abgekocht. 5-Liter-Topf haben wir dabei. Und ich hoffe mal, dass das Wetter hält. Aber guck mal, was wir für ein Panorama haben. Geil, oder? Zum Glück sind wir nicht ganz so hoch, sonst wären wir da oben jetzt noch in den Wolken. Oh, das wär richtig schlimm, ne? Also wir haben hier jetzt gerade so ein Teil gefunden, was auch immer das früher mal war. Es sieht zumindest aus, als wäre das schon sehr lange kaputt und sehr lange nicht mehr benutzt worden. Aber ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich damit mache, aber irgendwas werde ich machen. Und ein Nagel. Da fangen wir an zum Bauen. Entweder ich habe zu viel Fantasie oder ich weiß auch nicht. Also für mich sieht das so aus, als wäre hier jemand barfuß lang gelaufen. Guck mal hier. Hier der große Zeh, hier und dann hier so. Das sieht für mich eher noch so nach so einem länglichen Fuß aus. Sind Füße nicht immer länglich? Ja, ich meine so eine Pfote halt, ne? Okay. Naja, wenn das einer weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben, was das sein soll. So als Größenvergleich, mal meine Hand daneben, die wirklich klein ist. So viel zu Werkzeug liegen lassen oder auf sein Werkzeug aufpassen. Vor lauter Freude, dass ich irgendwelche rostigen alten Nägel gefunden habe, habe ich einfach vergessen, die Axt wieder mitzunehmen. Jetzt muss ich die Scheiße wieder zurücklaufen, ey. Dummer Junge. So, wir haben uns gerade umentschlossen. Steffi dreht sich um. Da kommt Regen. Deshalb gehen wir jetzt so schnell ans Lager, da ist nämlich nichts abgedeckt. Es fängt auch schon langsam an. Unsere Taschen liegen noch frei draußen. Wir haben noch keinen Shelter gebaut, deswegen müssen wir schnell wieder zurück. Ja, und mal alles abdecken. Da ist es. Wir sind dran. Das werden wir jetzt ernten. Boah. So, jetzt geht's an die Ernte hier. Guckt euch das mal an. Oh, das ist richtig schön weich, ne? Das machen wir uns jetzt hier in das Blatt rein. Oh ja. Oh, lasst es die Ernte Euch beginnen. an, meine Herren. Fuck. Idiot, echt. Oder beim Briefkasten. So, also hier nochmal der Briefkasten. Hallo, ich bin ein Idiot. Da liegt die Axt. Verdammte Scheiße. So, entweder wir gehen jetzt her und sagen, wir scheißen auf das Feuer am Lager und bauen unser Lager unten am Wasser, müssen aber dann jedes Mal zum Wasser kochen hochgehen und
das fucking Wasser oben am Feuer kochen. Wir haben auch nur eine 1-Liter-Flasche, das heißt, so viel mit Transport ist auch nicht. Jetzt müssen wir überlegen, was schlauer ist. Weil in der Mitte zu bauen, Vielleicht kommen wir aber von der Richtung halt auch Quatsch. leichter nach oben. schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Aber in der Mitte zu bauen ist auch Quatsch, weil dann hast du zwar nur den halben Weg jeweils, aber du hast weder noch. Ja. Oder, boah, krass, guck mal, No way. Alter. Den essen wir. Hey, krass, der schaut voll gefährlich aus. Ich habe sowas noch nie gesehen tatsächlich. Krass. Alter, Wie heißt das? krass. Feuersalamander, oder? Ja, also keine Ahnung, ob es ein Feuersalamander Das ist ist. richtig groß. Ja, krass, hey, schau mal. Wo willst du hin, Kollege? Zu Daci nicht. Nee. Ja, Krass, ich versteck dich mal. wäre da fast draufgestiegen, glaube ich. So, also wir gehen jetzt hier mal den steilen Hang runter. Das sieht hier auf der Kamera gar nicht so steil aus. Aber es ist tatsächlich echt ganz schön steil. Wir gehen jetzt hier mal vorsichtig runter, weil da unten Wasser fließt. Und wir immer noch keinen idealen Platz für unser Shelter gefunden haben. Und dadurch, dass halt eben die Feuerstelle hier eingeschränkt ist, wo wir das Feuer machen dürfen, ist uns das jetzt gerade echt ein bisschen, ja, nicht wohlgesonnen. Das ist doch eine Birke. Wir haben Birkenrinde. Woo! Kann noch irgendwas schief gehen? Ich glaube nicht. Das ist Wahnsinn. Wir haben hier zu essen. Okay, um Wasser müssen wir uns noch kümmern. Shelter steht gleich. Birkenrinde gefunden. Ja, Mann! Gebt euch das mal. Das ist einfach ein Meer aus Bärlauch. Das ist ja geisteskrank. Junge, was geht hier ab? Schaut euch das mal an. Das fängt hier an. Und hört da unten, das geht ja noch viel weiter. Das sieht man ja gar nicht. Das geht ja, so weit kann ich nicht mal schauen. Das ist einfach alles Bärlauch. Da kannst, keine Ahnung. Du kannst ganz München ernähren damit. Wir werden da, glaube ich, jetzt wieder nach oben gehen und dann oben schauen, dass wir noch eine andere Richtung anschauen, weil vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, sind wir so bei 16 Uhr. Tag 1. Was wünscht man sich Besseres, ne? Ja, hier ist so eine Schneise. Ja, hier. Seht ihr, da gehen wir jetzt so runter, weil ganz unten im Tal vermuten wir, dass da Wasser ist, weil man von hier irgendwas hört. Aber ja, ist halt auch immer ein kleiner Gewaltmarsch da runter, ne? Weil ja einiges an Höhenmeter hier zu bewältigen ist. Aber gut, gehört dazu. Da ist Wasser. Wir müssen da runter. Ah, Ich hab's wir haben das, gefunden. Steffi hat gerade das Wasser entdeckt. Ja, also ganz da oben habe ich ja gerade noch mal eine Aufnahme gemacht und ganz da unten, hier, da hören wir jetzt das Wasser und sehen es auch schon so zwischen den Bäumen durch. Da müssen wir jedes Mal hin, für Wasser zu holen. Mhm. Ganz toll. Das wird Danke, Simon. Wir haben dich lieb. dafür. So, also nachdem wir jetzt hier noch ein bisschen spazieren gegangen sind und unsere Lage gecheckt haben, sind wir ein bisschen weiter gegangen als gedacht, aber eigentlich nicht so weit und haben, ich weiß nicht, ob Team 1 oder Team 2, aber wir haben euren Briefkasten. Wir wissen, was ihr vorhabt. Und ihr werdet es uns sagen, ob ihr wollt oder nicht. Zu unserer Verteidigung, es war tatsächlich nicht unsere Absicht, irgendwie so weit zu gehen. Es war eigentlich echt nicht weit. Ja, weit war es nicht. 5 bis 10 Minuten kurz in eine Richtung spaziert und auf einmal den toten Briefkasten gespottet. Dann haben wir eine nette Nachricht hinterlassen. Jetzt könnten wir ja rein theoretisch einfach hergehen morgen und
bevor die den Briefkasten öffnen, die Challenge rausnehmen und somit das Spiel gewinnen. Meinst du das hier? Es kommt auf an, wofür wir ihn benutzen, aber ich würde fast sagen, das ist jetzt irrelevant. Oder was sagen die Experten? Wenn ich den jetzt für einen Dreibein oder ähnliches verwende? Ich würde es riskieren. Aber wir können auch weiter gucken, hier ist mehr als genug. Sag Bescheid, bevor du durch bist. Ja, warte mal, ich versuche nur durchzutreten. Einen Schritt zurück. Alles gut mit dir? Ja, das ist übel. Und da oben? Wir machen jetzt eine kleine Verschnaufpause. Wir haben uns jetzt so entschieden, hinter euch, hinter der Kamera, 10 Meter weiter ist unsere Feuerstelle. Das ist jetzt nicht unsere Ideallösung und unser Wunsch, dass wir jetzt hier das Shelter bauen, aber es bringt nichts. Es macht keinen Sinn. Wir müssen jetzt hier das Shelter bauen, weil auch mit dem Feuerholz bringt nichts, wenn wir da unten das Shelter bauen und dann jedes Mal, wenn wir Feuer und Wasser abkochen müssen, dann das ganze Zeug hochschleppen. Lieber gehe ich runter und hole nur Wasser und gehe wieder rauf, als wie alles andere. Ja, hilft jetzt nichts. Oder hast du eine Idee? Ganz geil. Nee, der löst sich halt wieder. Halt noch? Ah, okay. Scheiße, Mann. Dann Das hätte so schön sein können. Paracord. Nein! Ist der Knoten doch aufgegangen. Kacke! Der hält. Die Kamera will nicht halten. Hier sind wir unten. Da sind ein paar Höhenmeter. Steffi kam einen anderen Weg, die steht da oben. Aber hier alles voller Bärlauch. Geil. Ja, frisches Wasser, auch geil. Nur der Weg hierhin ist ein bisschen, naja, suboptimal. Ja, weil, ihr guckt es euch an. Ja, hier vorne ist nochmal eine Kante, ja, wo ihr die Bäume seht. Da hinten dran ist ein bisschen flacher. Und das hier ist halt sausteil. Wir sind endlich am Wasser angekommen. Wir haben auch schon den ersten Müll gefunden. Eine PET-Flasche, die scheint sogar noch dicht zu sein. Und ein Topf, der hat ein paar Löcher. Aber ich glaube, zum Transportieren von Pflanzen zum Beispiel könnte der mega geil sein. Hier liegt, glaube ich, noch mehr Müll. Ich werde mal ein bisschen suchen, ob ich noch irgendwas finde, was wir super gebrauchen können. Und natürlich Wasser holen. Der Weg, der war super anstrengend. Das heißt, wir müssen auch sehr, sehr sparsam mit dem Wasser umgehen, auch wenn wir eigentlich genug trinken müssen. Aber der Weg, der ist sehr steil, sehr weit. Ich bin gerade auch schon massiv ausgerutscht. Toi, 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 nicht verletzt. Aber vielleicht finden wir noch einen einfachen Weg. Ansonsten extrem epischer Ort. Hat noch gleich durchgeschädelt, du weißt, was ich meine. Ja. Also Plan für heute ist jetzt tatsächlich das Tarp
einfach nur mal zu spannen, damit wir heute mal eine Nacht haben und dann wird das aber auf jeden Fall noch umgebaut und verfeinert. So, jetzt haut man den da hier so rein. Vorbereitung ist getroffen. Wir werden jetzt das Dreibein und den A-Frame aufstellen und dann den Oberstab, wie heißt es nochmal? Fürst? Den Fürst auflegen. Und dann können wir nämlich das Tarp abspannen. Dann können wir zumindest schon mal das Tarp abspannen und können die Sachen drunter legen. Und danach haben wir dann immer noch die Möglichkeit, mit Balken links und rechts halt so ein bisschen nachzujustieren, dass es so ein bisschen windgeschützter ist da drin. Ja. Aber wir haben die Sachen halt trocken und das ist gerade das Wichtigste, weil es hört einfach nicht auf zu nieseln. Da bin ich echt froh über unsere Pläne, die wir haben, für die wir uns entschieden haben. Sodass wir hier unsere ganzen Materialien nicht irgendwo im Nassen liegen haben müssen, sondern hier schon mal was schön trocknen können. Ja, definitiv. Alles klar. Dann Aufbau. Der Sascha macht den Hang frei, damit die nicht auf uns fallen, die Steine, wenn es dann doch mal irgendwie einen kleinen Rutsch gibt oder Unwetter. Oh! Okay. Alles Gucci? Ja, das schaut auch gar nicht so scheiße aus. Unser Bettrahmen jetzt mal fürs Erste. Da hinten übrigens die Feuerstelle. Da. Das heißt, da das Shelter zu bauen ist eigentlich sinnlos, weil du halt keinen Baum, gar nichts hast, keinen Schutz und alle Seiten offen sind. Deswegen sind wir jetzt hier ein bisschen weggegangen. Hier haben wir zumindest hier 2, 3 Bäume. Und jetzt bauen wir halt für heute. Ich würde den Rahmen sogar so lassen, sage ich ehrlich. Einfach jetzt nur für heute und dann kann man immer noch schauen. Oder? Man kann auch die Fußseite ein bisschen offen lassen, dann hast du trotzdem 3 Seiten, wo das Laub nicht hinkommt. Ja, ist das nächste. Hier ist ja nicht mal Zeug fürs Bett zum Stopfen. Also, aber Alter, wir holen hier die Lianen. Ja. Und boah, das ist, Da weil haben die wir sind genug. nämlich schön weich. Ja, da haben wir genug. Die holen wir uns raus, geil. Dann haben wir wenigstens einen Ersatz fürs Laub. Und dann holen wir uns noch hier ein paar Zweige überall. Moos haben wir halt jetzt keins, aber ich glaube, das wird mit Zweigen auch reichen. Geil. Es ist riesig. Und ich will die Dinger dann einfach irgendwie hier unten abstecken. Machen wir mal. Ich mach mal kurz 4 Dinger. Und dann meine Hand. Wir machen jetzt noch schnell die Dings hier fertig. Ich habe jetzt etwas festeres Holz. Und ja. So. Wir haben jetzt so einen fetten Balken geholt. Und dann kann man damit halt wunderbar das Ding in den Boden rammen. So. Das gleiche jetzt halt auf der anderen Seite auch. Wir machen das einmal ganz schnell, weil es gerade super anfängt zu regnen. Und danach können wir den ganzen Kram da schnell drunter schmeißen. So, Nadine spannt da hinten noch kurz ab. Hier vorne müssten wir wahrscheinlich auch noch mal abspannen. Wobei, der sitzt schon ziemlich straff hier drauf. Und das ist dann das Nest für die nächsten 5 Tage. Ziel jetzt ist, den ganzen Bums hier da erstmal reinschmeißen. Ja, es ist noch nicht so schön glatt abgesägt hier, ne? Ja, das können wir auch noch fix machen. Hol ich mal fix die Säge. Die hatten wir hier doch irgendwo. Da ist er. Richtig geil. Oh, guck, wie das schon zusammensackt. Das könnten wir theoretisch schon wieder nachspannen. Ja.
So. Guck mal, ich würde gar nicht so tief. Ich würde die so spannen. Irgendwo hier. Oder? Ja. Ich glaube, das ist. Hast du es? Ja. Ganz so viel. Ja. Kommst du dran? Ja, ach so. Ja, komm her. Und jetzt braucht der liebe Sascha noch ein Bett. Ne? Das müssen wir jetzt noch darunter zimmern. Eigentlich war mein Plan, hier so kleine Heringe in den Boden zu hauen und mir da einen Rahmen dann draus zu machen. Und innen drin kommt dann Moos und hier ein bisschen Fichten oder Tannenzweige, je nachdem, was ich finde. Allerdings kriege ich hier in den Boden keine Heringe gescheit rein. Das haben wir hier gerade schon mit Ach und Krach überall haben wir die reingekriegt. Und deshalb werde ich jetzt versuchen, mir einfach aus dickeren Stämmen, wir haben da hinten im Hang jede Menge Totholz gefunden, aus dickeren Stämmen mir einfach einen Rahmen zu bauen und den dann irgendwie zusammenzuknoten. Und dann gibt das eben mein Bett. Also ihr seht hier Pfosten 1 und Pfosten 2. Und nachdem wir hier so super viel Schutz haben für unser Feuer, spannen wir jetzt unsere zweite unser zweites Tarp einmal so schräg nach hinten, damit wir wenigstens an einer Seite geschützt sitzen können, auch wenn es vielleicht nur heute ist, dass der Regen da ist. Aber genau, wir werden sehen. Ja, super, oder? Also wie gesagt, es ist jetzt einfach nur, damit wir nicht nass werden. Ich bin hier jetzt mal ein Stück gelaufen und gucke hier so in den Wald rein. Also es wächst überall Bärlauch, ohne Ende. Ja, hier haben wir ein bisschen Löwenzahn. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Oh, Löwenzahn, da wird sich Nadine freuen. Wir wollen gerne Löwenzahnwurzel rösten. Und ja, so ein bisschen zu einem Löwenzahn-Tee oder Kaffee umfunktionieren. Richtig Bock drauf. Kann mal ein bisschen was ausprobieren. Aber schön, obwohl es die ganze Zeit regnet, muss ich sagen, es macht halt unfassbar viel Spaß. Es ist richtig geil. Es geht halt alles davon ab, dass wir halt heute Abend trocken schlafen können. Dass wir das bisschen Zundermaterial, was wir trocken finden, möglichst trocken halten können. Ist natürlich kacke, der Boden drin ist natürlich auch komplett nass. Ja. Oh, mein Kopf, ey. Ja, jetzt habe ich die Säge vergessen. Moment, wir ziehen nochmal zurück. Gut, mit der Machete habe ich auch noch nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Aber wir gucken mal, wie gut ich die spalten kann. Ja, geht gut. Chugga. Wir haben doch erst Tag 1, Leute. Der Griff ist hinüber. Zum Glück habe ich noch so ein Gripband hier drum gemacht. Das hält das Ganze jetzt noch so ein bisschen zusammen. Aber hier ist jetzt beim Batonieren aufgesprungen. Also ich habe auch gar nicht auf den Griff draufgeschlagen. Das war einfach durch die Vibration. Ja, sehr uncool, muss ich sagen. Aber ja, was wollen wir machen? Steffi weiß davon noch gar nichts. Ja, die ist gerade noch ein bisschen Holz suchen. Mal gucken, was sie gleich noch mitbringt. Aber das ist nicht gut. Steffi, ich habe eine kleine schlechte Nachricht für dich. Ja. Für uns. Warte kurz. Oh. Mhm. Scheiße. Ja, die ist leider ein bisschen aufgerissen. Ich meine jetzt durch das Boah, ich lapp Band. immer. Durch das Band hält das jetzt natürlich noch. Alter. Ja, es zieht sich, ne? Da durch den Hang. Ja.
Ich mache jetzt hier noch ein paar Schnecken. Damit der Manu sich jetzt dann, wenn wir das Feuer anmachen wollen, sich nicht schwer tut mit dem Anzünden. Hey. Wie auch schon im 24-Stunden-Training unser erster Versuch kläglich gescheitert ist. Ich habe gerade gesehen, in dem Waldstück, wo wir vorhin waren, da liegt auch alles voller Laub. Direkt gegenüber von uns. Das habe ich mich auch gefragt. Alles voll. Ich versuche da ein bisschen Zunder zu finden oder beziehungsweise noch ein paar Stöckchen und Holz. Oh. Weil es ist alles nass. Es ist wirklich alles nass. Egal, was man anfasst, es ist nass. Und hier hoffe ich, dass der Regen nicht hingekommen ist. Dass ich hier eventuell noch was finde. Sicher bin ich mir noch nicht. Aber schauen wir mal. Unsere Astgabel ist wieder umgestürzt, sodass der Shelter wieder nicht gespannt ist. Das Blöde ist, der Boden, der ist so steinig, dass wir da die Heringe nicht vernünftig im Boden reinbekommen. Jemand müssen wir uns da noch einfallen lassen. Leute, ich sehe eine Glasflasche, glaube ich. Oh, wenn die heile wäre. Aber glaube ich nicht, die liegt ja in der Höhle. Da sind ganz viele Spinnenweben. Ich habe Angst. Ha, noch viel cooler. Ich habe ein geschlossenes Bier gefunden. Mal gucken, wann das abgelaufen ist. Was ist? Ein Bier. Echt? Mindestens haltbar bis Ende 2022. Wie geil ist das denn? Wir können Bier trinken. Hast du es auf Camp? Ja, sicher. Geil. Oh, und auch noch April. Ja, wunderbar. Ist immer mehr. 3 Jahre abgelaufen. Das kann man doch mal trinken. Ja, das geht schon. Hier müssen wir mal. Hoppala. Ja, geht schon, kriegen wir schon. War nicht gleich zu viel, gell? Ja. Das ist ausgeht. Wir brauchen mehr Kleinscheiß. Das Holz nicht. Brauchen mehr Kleinscheiß. Kein Holz, das ist so trocken. Das gibt's doch nicht. Aber das Holz ist halt gar nicht. Ja, deswegen habe ich gesagt, eigentlich eher mit den Locker, weil die bringen halt dann gescheit wo. Das war jetzt echt scheiße, jetzt haben wir nichts mehr. Also muss hier schwer aufpassen, ne? Also alles bergig hier. Sobald du auf einen nassen Ast drauf trittst, bist du abgeschmiert. Deshalb im zweiten Gang.
unser Tarp müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber ansonsten Nummer 2 geliefert. Nicht mehr Und ich kümmere mich jetzt hier um meinen Bettrahmen. Meine Idee war einfach, dass ich die Eckverbindungen hier einfach mit einem Stück Paracord mache. Ja, also ich säge hier so ein Stück rein, hier oben säge ich ein Stück rein und dann mache ich hier drum einfach Paracord an allen 4 Ecken, damit das so grob schon mal seine Form behält und dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Vorsichtig. Aua. Dann nehmen wir das Gras. Oh, aber lass mich den da irgendwie reinlegen. Oh, gut, gut. Das ist zu viel, glaube ich. Die brennen noch nicht. Das wird halt rein. Wir stellen jetzt da schnell runter. Ja. So, jetzt kann man nämlich hier besser was reinstellen. Unser Stark. Es ist gut, dass der Kevin die Aufgaben übernimmt, weil ich war schon Blumen pflücken. Nachdem wir jetzt Laub haben für die erste Schicht unseres Bettes, kommt als nächste Schicht hier diese gebogenen Äste, diese hier. Nadine bereitet gerade noch hier kurz das Stück Holz vor für unser Bett. Nächste Mission erstmal ganz kurz Wasser holen. Ich habe so einen trockenen Hals, aber dagegen kann man was machen. Das Schöne ist, hier habe ich halt genau eine Stelle, wo ich den Eimer drunter halten kann. Und dann können wir den einfach volllaufen lassen. Boah, jetzt darf hier nur nicht der Stein unter meinem Schuh wegrutschen. Dann bin ich am Arsch. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da ist gerade ein kleines, junges Wildschwein. Und die Mutter ist dann nicht weit weg. Ach du Scheiße. Also vielleicht Ich hab's ein bisschen drauf gehabt. es läuft da hinten, läuft es gerade den Hang runter. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück und schauen. Oh, Kacke. Alter, krass. Soll ein bisschen laut sein, oder? Nee, ich würde gar nicht. Ich würde jetzt eher. Der Justin hat gesagt, wir sollen lieber zurück, dass das keine Angst kriegt. Oder Scheiße. sich bedroht fühlt. Ja, stimmt auch. Boah, krass. Jetzt hat's mich richtig gerissen, hey. Fuck, ich dachte, das ist ein Igel. Ja, ich dachte, habe auch das ist gerade ein im Igel. ersten Moment dachte ich, das ist ein scheiß Igel. Und dann läuft hier so eine kleine Sau vorbei. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Wildschwein gesehen. Nein, und also doch, ich habe schon aber ein großes gesehen. Oder bloß- eingesperrt, aber doch niemals. Doch, Echt doch, schon? doch. Aber noch nie. halt echt nur von ganz weit weg. Und das, boah, Junge, jetzt hat's mich gerade echt gerissen. Aber warum läuft das hier suizidgefährdet alleine? Und alleine. Aber dann ist die Mutter irgendwo. Okay, die 2 Rahmendinger habe ich ja schon mal. Das gibt Kopf- und Fußteil. Zwischendrin immer mal ein bisschen was zwischen die Kiemen schieben. Der Bärlauch, mega geil. Mein Hungergefühl hält sich auch aktuell sehr in Grenzen. Also ich habe sehr, sehr wenig Hunger. Aber so mein Plan ist auch immer so zwischendrin immer ein bisschen was nachschieben. Alle 4 Ecken sind gemacht. Ja, überall eine Nut drin. Und dann ziehen wir jetzt hier mal das Paracord drum, binden das mal zu und dann schauen wir, ob es funktioniert. Okay, einfach improvisieren. Ne? Hier auf der Seite wieder meine geliebte Schlaufen. Ich arbeite gern mit denen. Durch die Schlaufe einmal das Paracord durch und dann einfach hier einen Sicherungsknoten. Ne? Den kann ich hier einfach wieder aufziehen dran. Ja, und das kommt ja jetzt auch noch ein bisschen auf Spannung und dann sollte das halten. Und dasselbe mal an allen Ecken. Surprise, surprise, wer hätte es gedacht. Ne? Aber hier habt ihr gesehen, Patch David Leichtler.
Grüße gehen raus. Wenn ich kenne, ist so ein kleiner YouTuber und hat bei so kleinen Formaten mitgemacht, wie hier Alone oder sowas. Ne? Liebe Grüße. Ne? Guckt gerne bei ihm am Kanal vorbei. So. Also, wir haben uns jetzt gerade noch mal kurz erholt von unserem Schock. Das war jetzt tatsächlich, auch wenn es nur eine kleine Wildsau war, also ein junges, keine Ahnung, wie man den nennt, Ferkel oder Säugling oder was hast du gesagt? Frischling? Frischling, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wir haben uns jetzt gerade noch mal ein bisschen abgeregt und wollten eigentlich eine Geschichte erzählen. Dazu sind wir aber nicht gekommen. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir ja mal die Geschichte anfangen, ohne dass uns irgendeine Wildsau über den Weg läuft. Was wolltest du denn überhaupt Ja, erzählen? ich wollte mir kurz so eine kleine Background-Story zu mir geben eben. Weil ich diese ganze Thematik Survival Bushcraft eben nur aus der Kindheit, aus der Jugend kenne, von diesen klassischen Sendungen. Da war ich 5., 6. Klasse, wie alt ist man da? 10, 11, 12. Und bin immer von der Schule heimgekommen, habe mich vor den Fernseher gesetzt, D-Max angemacht und dann lief da halt Bear Grylls. Ja, Weil, Mann. wie hieß das, Bear Grylls ausgesetzt in der Wildnis? Ja, oder so. Abenteuer-Survival hieß es, glaube ich, ja. Und das war halt schon mein erster Berührungspunkt. Und dann ist es halt super, wie sich das auch die letzten Jahre eben im YouTube-Bereich entwickelt hat. Und da habe ich habe mir schon immer die Seven vs. Wild Staffeln angeschaut und habe das immer spannend gefunden. Und ich hätte niemals gedacht eben, dass ich jetzt selber mal in so einer Situation bin. So ihr Leute, es wird Abend. Wir werden jetzt mal versuchen, hier ein Feuerchen zu entfachen. Haben schon so ein paar kleine Versuche mit so ganz kleinen bisschen Zunder hinter uns. Das hat nicht funktioniert. Haben wir mal das, wo wir gedacht haben, das ist am trockensten. Das haben wir jetzt mal hier rausgeholt. Und werden jetzt mal versuchen, ob da was kommt. Na okay, sah ja noch gar nicht so schlecht aus. Ja, aber so richtig zünden tut's noch nicht. Kalt. Jetzt langsam, ganz vorsichtig, ja? Ich glaube, da wird nicht ausreichen. Ja, okay, ganz vorsichtig. Und direkt in die Flammen irgendwie. Ja, gleich aber wieder aus. Wir haben keinen Sauerstoff da drunter. Ja. Genau, schmeiß das andere Zeug da mal drauf. So ein zartes Flämmchen. Ja, Leute, wir haben's. Also, das sollte jetzt safe sein hier. Ja, ihr hört schon, es knistert. Jetzt packen wir gleich die Gitarre aus und singen Lagerfeuer. Genau, das war der 11. Gegenstand, den Bonusgegenstand, Ja. den wir mitnehmen durften. Wenn man es vorher halt noch nie richtig gemacht hat, ist es halt wirklich schwierig. So, die Feathersticks sehen halt schon soweit, denke ich mal, ganz gut aus. Ich denke, damit könnte man schon arbeiten. Aber wir brauchen halt noch irgendwie Holzwolle, wir brauchen was richtig Feines, damit wir das entzünden können. Sonst bringt der ganze Bums nichts. Ja. Ich werde jetzt gleich das Nest hier vorne nochmal aufbauen und dann schauen, dass ich mit dem etwas angetrockneten Gras irgendwie das Feuer anmache. Oh. Feathersticks. Oh, dieses Feuer. Oh mein Gott. Wir müssen das mehr feiern.
Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Wunderschön. Feuer. Das ist wunderschön. Oh, dieses Feuer. Oh mein Gott. Jetzt nehme ich euch noch mal kurz mit in unser Zelt, damit ihr seht, wie das da aussieht. Und zwar haben wir jetzt hier unser Betti. Ja, ich sag mal so, für Tag 1 ist es in Ordnung, aber definitiv noch ausbaufähig. Nach unserem Erlebnis mit dem kleinen Wildschwein Ferkelchen brauchen wir erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. An Tag 4 kommt eine 2 Meter hohe Mauer. Ja, mit Burggraben, damit die Sau uns ja nicht zu nahe kommt, weil das war echt... Jetzt hast du verraten, wofür wir einen Spaten brauchen. Oh Mann. Die Sau war echt maximal, also wirklich geisteskrank nah an uns dran. Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Team Bayern. Team Bayern, wir sind dabei und morgen geht's weiter und dann wird Challenge und Shelter in Angriff genommen. Gute Nacht und wir sehen uns morgen. Good morning, Vietnam! Ich bin sowas von fertig und platt. Von Bären hat uns hier keiner was gesagt.